Hey Leute, was geht ab? In diesem Video habe ich euch endlich die Osram Nightbreaker LEDs zum Vorstellen gekauft. Die ersten LEDs mit einer Straßenzulassung, allerdings mit einer Einschränkung. Nicht jedes Fahrzeug hat eine Straßenzulassung bekommen. Auf osram.de LED-Check könnt ihr eure Fahrzeuge prüfen. Beim Astra K ist es so, dass es noch nicht freigegeben worden ist. Da gibt es nur bis zum J eine Freigabe. Aber ich hoffe, dass bis zum Ende des Jahres auch die Freigabe für den Astra K kommt. Ansonsten, die LED-Lampe sieht so aus, vom Anschluss her identisch wie auch die Halogen H7-Lampe. Und ja, wir brauchen hier keinen Adapter. Was wir allerdings brauchen, ist CAN-Bus, weil die LED mit 19 Watt betrieben wird und die Halogen mit 55. Wenn dann eine Lampe, die unter 55 angeschlossen wird, denkt das Steuergerät, dass die Glühbirne defekt ist. Deswegen brauchen wir einen CAN-Bus. Das ist der CAN-Bus mit der Bezeichnung LED SC01. Das ist der CAN-Bus mit solchen Anschlüssen, der dann wirklich für unser Fahrzeug geeignet ist. Im Lieferumfang sind zwei von diesen CAN-Bus dabei. Dann haben wir zwei Schutzkappen und jeweils 4 Kabelbinder. 2 habe ich bereits verwendet. Und zusätzlich gibt es hier noch eine Schutzkappe, die dann an einem Kabel mit verbunden ist, den man noch ein bisschen verschieben kann, nach Lust und Laune. Das dient dazu, weil die LED-Einheit hier so einen kleinen Motor hat, ist dementsprechend viel länger als eine Halogen H7-Lampe und schaut dann ungefähr einen halben Zentimeter aus dem Schacht hinaus. Das heißt, wir können unseren originalen Deckel nicht benutzen. Da habe ich nach Alternativen gesucht. Versucht mal so eine Universaldeckel zu kaufen und die dann zurechtzuschneiden, aber hat irgendwie nicht funktioniert. Dann habe ich hier auf AliExpress einen Deckel gefunden, der dann zum Beispiel für den Astra J gedacht ist, allerdings auch ein Schraubsystem hat, so wie unser Deckel, den wir dann mit einschrauben können. Der wird auch passen, weil die Abmessungen sagen, dass er im Innen 71 mm Durchmesser hat. Das hat auch unser Deckel. Und außen ist er 90 mm, auch unser Deckel ist 90 mm. Deswegen wird er passen. Allerdings kann ich euch das leider erst viel später zeigen, denn ihr wisst, manche Bestellungen von AliExpress dauern halt eine Ewigkeit. Dann gehen wir rüber zum Auto und bauen das Ganze ein und zeige ich euch dann später, wie das bei Nacht aussieht. So, am Fahrzeug gelangt ist der Deckel hier unten. Ich versuche mal jetzt die Kamera so zu platzieren, dass ihr alles sieht. Den Deckel einmal aufdrehen. Seite legen. Dann seht ihr hier quasi diesen Bügel hier, der hier entlang der Lampe läuft. Hier an der Seite und dann hat er hier oben so einen Bügel. Den Bügel einmal von der Mitte den Finger rein und nach oben ziehen. Dann kommt schon quasi die Lampe entgegen. Einmal abziehen. So. Dann nehmen wir unsere LED-Lampe. Da muss dieser Bereich, der muss unten sein. Ne? Darauf achten. So. Jetzt mit der einen Hand halten, mit der anderen Hand den Bügel wieder reindrücken. Von oben. So. Na, hat nicht ganz funktioniert. Doch, hat funktioniert. Cool. So, quasi wird der Bügel links und rechts so reingeschoben, damit auch festgehalten wird. Ja, ich hoffe, ihr seht das alles mit der Kamera. So. Dann schließen wir nicht unsere LED-Birne hier an, sondern da kommt erstmal der CAN-Bus dazwischen.
zuerst den Campus an das Fahrzeug. Und dann die LED-Lampe an den Campus. So. So würde das dann aussehen. Wenn wir natürlich jetzt den Deckel hätten, würde dieser Bereich innen bleiben und vom Deckel würde dann nur diese Kabel hier rausgucken. Das werde ich dann später ordentlich machen, aber es geht ja hier nur um den Anschluss und mehr ist es auch nicht. Den kann man dann hier zum Beispiel, ja, vielleicht hier mit Kabelbinder, je nachdem, das könnt ihr dann selbst entscheiden. Und schauen wir uns mal an, wie das mit dem Licht aussieht. So, am Fahrzeug gelangt, Motor an. Ihr könnt es auch erkennen, wenn ich den Motor anmache, bekommen wir auch keine Fehlermeldung. Und das Licht könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, ob es euch hell genug ist. Also ich sehe definitiv einen Unterschied zu den normalen H7 Halogen. Und jetzt fahre ich mal auf einer Strecke, die halt ziemlich dunkel ist. Machen wir hier die anderen Lichter ein bisschen dunkler. So, ja. Genießt den Ausblick. Im Vergleich hier das Fernlicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und bei Fragen einfach wie immer in den Kommentaren. Ich werde schnellstmöglich antworten und halte euch auch auf dem Laufenden, wie es dann mit der Freigabe aussieht, wenn wir eine Straßenzulassung für den Astra K bekommen. Das werde ich dann auch in der Beschreibung anpassen und sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.